Herzlich willkommen in 2021. Das Spotting-Jahr beginnt heute hier jetzt in diesem Video. Das ist das erste Mal Vloggen aus München. Es ist Freitagabend. Ein sonniges Wochenende steht vor uns. Für mich sogar ein langes Wochenende, weil am Montag habe ich frei. Das heißt, ich sollte mich eigentlich freuen und glücklich sein, ne? Tue ich aber nicht, weil eine Viertelstunde bevor ich hierher kam, ist hier gerade ein 288 GTO in die Maximilianstraße reingefahren. Ich habe ihn nicht bekommen. Hier ein kleines Foto. Ja, aber trotzdem versuche ich jetzt halt heute mein Glück hier. Vielleicht geht ja noch was und wenn nicht, es steht ein langes Wochenende vor uns. Das heißt, das wird ein cooler Vlog. Das wird das erste Mal, dass die Leute in diesem Jahr wieder fahren können und das werden sie nutzen, da bin ich mir sicher. Ihr habt es vielleicht gemerkt, aber gestern Abend konnte man dann echt in die Tonne treten. Ein Urus, ein Flying Spur, ein 299. Ach, 299. Nee, ich bin besser als Schmied. Flying Spur, ein Urus und ein 288 GTO verpasst. Und heute geht es eigentlich quasi so los, wie es gestern aufgehört hat. Nur, dass es kein GTO ist, den ich verpasst habe, sondern SLR. Ne? 20 Minuten durch München durchgefahren, um dann festzustellen, scheiße, ist schon weggefahren. Naja, aber Sonne scheint. Wir stürzen uns in ein neues Spotting-Wochenende. Es ging jetzt schon mal ganz gut los. Also als ich gekommen bin, Speciale, Grand GT beim Porsche-Händler. Jetzt gerade hier ein Vantage V12 aus der Schweiz. Toi, 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 dass heute was geht und dass vielleicht Mr. Stay auch vorbeikommt. Für die Jahreszeit geht es so eigentlich ganz gut mittlerweile. Und die kleine Pause nutze ich jetzt einfach mal gerade, um ein bisschen Werbung zu machen für meinen Merchandise-Shop, den Casport Munich Style Shop. Hier mit dem T-Shirt, ne? Schön mit 430 Scuderia, ihr kennt ihn ja alle. Und der Kappe, die jedem steht, sogar Tobi steht die. Und die könnt ihr jetzt kostenlos bestellen. Bezahlt ihr natürlich nachher dafür, aber das Bestellen an sich ist ja kostenlos. Den Link werde ich in jedes Video unten drunter in die Videobeschreibung packen. Also shoppt schön und Rabatt gibt's nicht. Ja, was, wie, wo, wann? Ich ziehe die auch gleich aus, mir ist viel zu warm. Aber wenn man hier spotten ist in der Maximilianstraße und Hunger bekommt, klar kann man einen Klassiker nehmen. McDonald's ist auch nicht weit weg von hier oder Kentucky Fried oder so. Aber da sind auch ein Japaner und ein Koreaner hier um die Ecke. Einfach so ein bisschen Richtung Isator laufen. Die sind echt lecker, die kann ich empfehlen. Das muss ich irgendwie hier probieren, mit Stäbchen zu essen. Das kann ich ja gar nicht.
jetzt her? Hier und auf dem Zelt frei sind. D-Type. Gerade noch so in der Ferne ein D-Type gesehen. Ich vermute mal, das ist das Replika, was ich schon kurz am Ende letztes Jahres gesehen habe. Ein Replika, was auf einem E-Type basiert, aber schon sehr lange. Was war das, 1967 oder so? So lange schon existiert. Die Dämmerung setzt ein, ich setze aus. Morgen geht's weiter. Bis dann. Wunderschönen guten Morgen. Location-Wechsel. Wir sind in Grünwald und auch heute geht der Tag wieder los wie gestern und wie vorgestern. Freitag 288 GTO verpasst, gestern SLR verpasst, heute 2 300 SL verpasst. Einen silbernen, einen blauen. Alles ultra knapp. Der blaue war gefühlt 500 Meter vor uns, bevor wir an der Stelle waren. Und der silberne kam hinter uns her, wie wir gehört haben. Aber muss vorher irgendwo abgebogen sein. Kam also nicht bei uns vorbei. Naja, trotzdem egal. Hier ist mega viel Verkehr heute. Ich habe ein gutes Gefühl. Es ist richtig geiles Wetter. Es ist warm. Ich ziehe auch gleich mein T-Shirt wieder aus, mein Pullover aus. Und dann hoffen wir, dass der Sonntag noch ein paar Highlights an den Tag bringt. Bestätigt sich langsam der Verdacht, dass hier ein Porsche-Treffen ist, direkt hier, wo wir spotten. Also GT3 und 911R sind jetzt dabei, die anderen relativ Standard Porsche. Aber vielleicht kommt ja noch das eine oder andere hierher. Mal wieder ein So, nochmal ein Standortwechsel. In Grünwald ging es jetzt dann doch nicht mehr so wirklich ab. Wo wir beschlossen haben, okay, fahren wir mal zur Autobahn um die Ecke. Und in dem Moment, wo wir im Auto sitzen und losfahren, genau dann taucht dann doch wieder ein alter Vorkriegs-Bentley auf und da ein paar Autos dahinter auch noch ein SLS. Das ist wieder so Schicksal. Aber gut, jetzt sind wir hier und probieren hier unser Glück. Leute, es geht nichts auf der Autobahn. Ich muss gerade zum Auto laufen, weil mir langsam kalt wird hier im T-Shirt. Da geht's hier stundenlang nichts. Und dann sehe ich in der Ferne was Flaches und denke mir, ja geil, endlich ein Sportwagen. Krieg den ersten drauf, aber realisiere erst viel zu spät, dass dahinter noch zwei sind.
noch ein zweiter 27S mit Novitec Parts und ein GT2 RS. GT2 ist noch so gerade drauf, den anderen. Und was jetzt noch deprimierender ist, in der Maximilianstraße ist gerade ein 288 GTO, den wir vorgestern halt verpasst haben. Aber bis wir da jetzt hinfahren und ankommen, ist er sicherlich wieder weg. Ich geb's auf, hier kommt nichts mehr an der Autobahn und der 288 GTO, den ich eben erwähnt habe, der eigentlich nur hätte 5 Minuten bleiben sollen oder wollen, keine Ahnung, blieb dann doch eine Stunde. Das heißt, wir hätten den locker erwischt, wenn wir hingefahren wären. Der Tag läuft einfach heute. Es läuft wie am Schnürchen alles. Ein bisschen heller, so ist gut. So, wieder angekommen in der Maximilianstraße. Ach, R8 hier gesehen, GT3, 812 nochmal auf dem Hinweg gesehen. Urus war dabei und 600 LT. Helge im vollen Bild. Meine Kamera. Ah. Wenn die Autos nicht zu mir kommen, dann muss ich eben zu den Autos kommen, also zu den Showrooms. Bei McLaren steht gerade echt coole Sachen drin. Also 2 P1, ein Senna GTR und vor allem echt geile Farben. Wenn man sich den 600 LT da drin ansieht oder den GT, schon ganz geil. Sieht ja richtig geil aus. Leute, mit diesen beiden Amis beenden wir den Vlog für heute. Das war ein echt schwacher Tag. Echt so viel verpasst. Ich bin ein bisschen deprimiert. Das ganze Wochenende eigentlich. Oh, da ist ein Urus. Film mal den Urus. Okay, dann beenden wir diesen Vlog nicht mit den beiden Amis, sondern mit diesem Urus. Und weil der Vlog so kurz und so wenig spektakulär ist, hänge ich jetzt noch ein Goodie hinten dran. Ich habe morgen frei und fahre sowieso Richtung Augsburg. Dann habe ich gedacht, okay, komm, fährst noch ein bisschen weiter nach Stuttgart. Das heißt, morgen kommt noch was von der Motorworld. Und da bin ich mir sicher, dass da noch irgendwas stehen wird und dass wir da was sehen werden. Also, Timelapse. Ich habe es jetzt hier bis nach Böblingen bei Stuttgart geschafft und ja, also alleine jetzt hat es sich schon gelohnt, bei Ferrari einmal vorbeizuschauen. Hinter mir ist gerade F8 in die Ecke. Also was hier rumsteht, ist schon geil. Ich wusste natürlich das meiste, was hier rumsteht. Im Service Enzo, LaFerrari und F40. Vorne 2 Monster im Showroom, dabei dieser blaue, der wunderschön aussieht. Da haben wir ein Speciale stehen, da vorne war noch das war ein Fake-Speciale, der andere. Mein erster SF90, den ich so sehe. Hier einer mit roten Nummern und im Service steht auch noch einer.
Also allein hierfür hat es sich jetzt eigentlich schon gelohnt herzufahren, aber wir haben ja noch mehr. Ne? Wir haben da vorne noch Pagani Showroom. Wir können mal gucken, was bei Lambo da hinten in der Werkstatt steht. Da haben wir den Pagani Showroom. Scheibe ist ein bisschen dreckig, wie das so aussieht, aber wir putzen innen drin. Und hier stehen die beiden Schätzchen vom Muck Collector, der Zonda hier vorne in Rot und der Pagani Huayra BC. Hier gehen wir nochmal um die Ecke. Und hier haben wir nochmal einen Huayra in Full Exposed Carbon in Rot. War mal auf Stuttgart angemeldet. Absolut übertrieben, ey. Hier mal 620R in einer coolen Farbe. Als nächstes hier die McLaren bzw. Pagani Werkstatt. Hier hinter Plane und Pappvorstellern ein ganz besonderes Auto. Urus. MP412C. Da vorne haben wir aus Rastatt 27S. Dahinter, also das ist spannend. Hier mal ganz brandneuer 675, das werde ich nie lernen. 765 LT, aber dahinter ein Singer. Das war doch, glaube ich, der beim Supercar Owner Circle auch mal dabei war. Senna GTR dabei. Hier nochmal unten ein 765 LT. Oben drüber 720S. Und natürlich eins der Highlighter vorne Speedtail. Das müsste der etwas dunklere sein. Also nicht der von Muck Collector, sondern der andere, der hier schon eine ganze Zeit lang steht. Leider natürlich unter Plane. Ich glaube auch nicht, dass wir heute das Glück haben werden, dass er zufällig mal aufgedeckt wird. Und was höre ich da unten? Raunen. Ist das ein McLaren? Bin gespannt, was da jetzt gleich hochkommt. Ein McLaren ist es. Unangemeldet, aber ein 675 LT. Ja, geil. Das ist eigentlich so das Schöne hier, Böblingen an der Motorworld, wenn du in der Woche da bist. Es kann halt in jedem Moment irgendwie was um die Ecke kommen und gerade von der Werkstatt zur Waschanlage oder zurück, keine Ahnung, gefahren werden. Oder irgendwas abgeladen werden. Hier sind wir vor der Lamborghini-Werkstatt, aber man kann hier nicht wirklich gut reingucken. Ich glaube, man dürfte rein können und von da aus sieht man es wahrscheinlich besser. Der Bentley hat uns eben überholt und immerhin ein Auto steht noch hier draußen. Ein Performante Spider. Ah, guck mal, hier sind auch noch ein paar Lambos. SVJ da vorne, 2 Stück. Einer in grün, einer in schwarz. Ich weiß nicht, ob man das sieht von hier. Ja. Da hinten war auch noch Countach und Diablo. Das sieht man vielleicht von der anderen Seite von drinnen besser. Oben stand eigentlich das letzte Mal, als ich hier war, ein Carrera GT. Der ist im Moment nicht hier. Aber dieser Packard hier, der war das letzte Mal nicht da. Aber hier ist das, glaube ich, eine Folierung, ne? Bentayga hier halb foliert. Muss jetzt natürlich hier drin Maske tragen, deswegen ich hoffe, ihr versteht mich trotzdem noch ganz gut. Guck mal, das ist so eine sehr schöne 300SL hier mit dem grünen Dach dabei. Sogar angemeldet. Altes Kennzeichen. Sehr altes Kennzeichen. Ist das ein deutsches Kennzeichen? Da ist ein Adler drauf. Das ist ein ganz altes deutsches Kennzeichen, als sie noch schwarz waren. Das hier ist also ein Porsche Werksprototyp vom 924. Der hier sieht ja geil aus. Ist das ein echter? Hier steht es ganz schön leer hier in den Glasboxen. Aber hier ist auf jeden Fall was Neues dabei. Ein Formelauto. Was haben wir denn? Wie heißt denn der? Ein Interscope Porsche IndyCar IP1. Von 1980. Geil. GT3RS war schon hier, als ich das letzte Mal da war. Und von Kuma, der LaFerrari Aperta. Kenne ich auch schon. Oben noch GT3RS. Da haben wir noch einen Carrera GT. Das ist aber nochmal ein anderer. Der stand auch an der Stelle das letzte Mal. Das hier, Lambo aus Belgien. Wunderschönes Grün hier auf dem Huracan Evo. Geiles Teil. Ja. Grün mit grünen Streifen an den Felgen. Haben wir nochmal einen Zoe Bentley dabei. Und da vorne steht der Countach, den ich eben meinte.
Hier kann man sehr schön sehen, nicht durch eine Scheibe durch. Gut, haben wir das auch noch abgecheckt. Dann gehen wir jetzt einfach noch mal über die McLaren-Werkstatt zu der Ferrari-Werkstatt zurück. Vielleicht tut sich da ja gerade zufällig irgendwas. Wenn nicht, würde ich sagen, fahren wir weiter. Fahren wir noch nach Zuffenhausen rein. Gucken, ob bei Porsche irgendwas geht. Ich bin ja kein großer Kunstliebhaber, aber hier hängen echt ein paar Bilder. Also einmal das hier, scheint irgendwie Nizza zu sein oder Cannes oder so. Und hier vorne, das wären schon zwei Bilder, die würde ich mir schon gerne in die Wohnung hängen. Allerdings ist der Preis natürlich ein bisschen happig. Hier haben wir 2.900 und hier auch 2.900. So, angekommen in Zuffenhausen. Schauen wir erstmal hier den Showroom entlang. Da habe ich beim Vorbeifahren schon das eine oder andere gesehen. Danach schauen wir hier nochmal bei der Werkstatt, ob da was rumsteht. Also wir sehen da oben schon mal in der Galerie zwei silberne 918 nebeneinander. Eine ganze Armada von Taycans. 1, 2, 3, 7, 18 Spider. Und Turbo Exclusive Series, Turbo S Exclusive Series. War dabei Speedster, 911 Speedster in der Heritage Edition. Vom Heritage zum normalen Speedster in Rot. Da sind nochmal zwei Taycans. Sieht man wahrscheinlich durch die Scheibe nicht. 911R hier, Silber mit grünen Streifen. Selbst ich sehe hier kaum was durch die Scheibe. Wie soll man dann durch die Kameras sehen? Und GT2 RS. Aber hier vorne war da auch noch was, ne? Hier habe ich doch auch noch was gesehen. Da. Ein Carrera GT. Und da vorne noch GT4. An dem Roten bin ich hier eben komplett vorbeigegangen. Das ist auch ein Exclusive Series. Ich habe das jetzt erst beim zweiten Mal vorbeigehen gesehen, dass der hier auch mit der Carbon-Motorhaube, Carbon-Felgen dabei. Aber das sind ja andere Felgen. Das sind ja eigentlich die Exclusive Series Felgen. Und der hat nochmal voll Carbon-Felgen hier. Von hier sieht man die 918 dann auch ein bisschen besser. Ah, hier hinten bei der Werkstatt leider gar nichts. Hinter dem Tor ist wahrscheinlich was, aber da kann man nicht durchsehen. Das war's mit dem ersten Vlog aus dem Februar. Ein starkes Wochenende eigentlich. Ich habe nur leider sehr viel verpasst. Aber jetzt als kleines Trostpflaster zum Abschied noch Motorworld Stuttgart, Porsche, hier ein paar schöne Autos im Showroom. Tja, das heißt, wir sehen uns dann beim nächsten Vlog wieder. Ich hoffe, dass wir so bald in die Motorworld in München können, dass die bald mal fertig ist. Dann gibt es da ein Video. Ansonsten dann, wenn wieder schönes Wetter ist, ne, auf den Straßen. Dann sehen wir uns wieder. Also, macht's gut. Bis dahin könnt ihr mal in meinem Style Shop vorbeischauen. Haut's rein. Ciao, ciao.